Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen einmal unser Einrichteblatt vorstellen und wie man es genau benutzen kann. Und zwar, ich habe jetzt dieses Teil hier einmal ja, mit mehreren Jobs programmiert und möchte jetzt davon ein Einrichteblatt erzeugen. Ich möchte vielleicht noch irgendwo einen Text hier oben dran haben, aus welchem Grund auch immer. Gehe ich einfach mal hier in die Texte und sage Nullpunkt oben links am Rohteil. Sage einfach mal OK. Jetzt habe ich hier den Schrift hier oben. Und jetzt kann ich diese Schrift einmal mit den Attributen sagen, ich möchte die in der Texthöhe vielleicht 25 mm haben. Dann möchte ich sie um 90 Grad noch gedreht haben und eine Breite von 1 mm. Schwarz und sage einfach, das ist Text. Und sage dann OK. Und dann habe ich hier einmal die Schrift. Die Schrift kann ich, wenn ich jetzt möchte, noch einmal verschieben. So. Dann habe ich einmal hier noch die Schrift. So, jetzt blende ich mal meine ganze Jobliste wieder ein und gehe dann hier hinten in den Reiter CAM. Dort finden wir dann auch den Report. Den möchte ich vielleicht jetzt auch dauerhaft in meine Schnellzugriffleiste haben. Sage einfach hier zur Schnellleiste hinzufügen. Klicke jetzt hier auf den Report und dann steht halt hier der Name des Berichtes, wo ich es speichere. Ich möchte es hier auf dem Desktop speichern als PDF oder TXT-Format. Ich lasse jetzt mal PDF. Ob ich jetzt eine Jobliste haben möchte oder eine Werkzeugliste. Die Werkzeugliste zeigt dann halt wirklich nur die benutzten Werkzeuge und die Jobliste zeigt halt die komplette Jobliste. Ich lasse jetzt mal die Jobliste und sage dann dementsprechend OK. So, jetzt sieht man hier einmal das Einrichteblatt mit einem Screenshot hier oben. Hier ist halt Programmnummer, Speicherort, Dateiname und die Bearbeitungszeit. Hier sind dann die verschiedenen Jobs. So, das ist jetzt so das Standard-Einrichteblatt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht, wenn wir Ihnen ein Einrichteblatt anpassen. Und zwar gehe ich dann jetzt wieder ins Vectorcam. So, jetzt zeige ich Ihnen einmal ein angepasstes Einrichteblatt. Wie gesagt, das läuft dann folgendermaßen ab. Wir gehen einmal hier auf unser Start und drücken einmal die Taste Makro und sagen einmal, wir würden gerne einen Programmkopf hinein haben. Sagen dann einmal OK. Hier kann man jetzt den Kundennamen eingeben, eine Artikelnummer. Also es sind wie gesagt frei beschreibbare Textfelder. Wir können da wirklich anpassen, was Sie da möchten. Sind fast keine Grenzen gesetzt. Also da gibt es Variablen ohne Ende. Hier kann ich dann noch ein Material eintragen, ein Datum. Das kann man auch automatisch machen, dass das Datum automatisch angezeigt wird. Dann gibt es auch Möglichkeit, Pulldown-Menüs hier einzufügen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt mal das Pulldown Programmierer, wo wir dann verschiedene Programmierer hinterlegen können. Ich meine jetzt mal Programmierer 3 und sage dann jetzt mal OK. So, jetzt habe ich diesen Programmkopf hier drin und jetzt das gleiche Prinzip. Ich gehe jetzt wieder auf den Report, sage jetzt wieder Jobliste und sage dann OK. Und jetzt schaue ich mir das Ganze mal wieder auf meinem Desktop an. So, jetzt sehen wir hier einmal das angepasste Einrichteblatt, wieder mit Screenshot. Hier können wir dann natürlich auch Ihr Firmenlogo einbringen, wenn Sie das möchten. Hier sind halt die Sachen, die ich dann hier eingetragen habe, die Bearbeitungszeit, zusätzlich auch noch halt die Rohteilmaße, die vollautomatisch angezeigt werden. Auch hier unten ist natürlich mehrere Variablen möglich. Zum Beispiel haben wir jetzt hier noch, in welchem Halter das Werkzeug gespannt ist, etc. Angepasst. Wie gesagt, wenn Sie da Interesse haben an einem angepassten Einrichteblatt, kommen Sie auf uns zu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.